Während des Kalten Krieges sind einige verrückte Dinge passiert. Hunde wurden in die Umlaufbahn gebracht, Bären aus Überschalljets abgefeuert und Menschen landeten auf dem Mond. Unnötig zu erwähnen, dass die Menschen eine schwere Trennung durchmachten und wirklich versuchten, sich selbst zu finden. All diese Ereignisse drehten sich um eine Technologie, die das Spiel für jeden Menschen auf diesem Planeten veränderte. Kernenergie. Durch die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki erwachte die Welt in der nuklearen Zukunft. Die politische und kulturelle Landschaft der Welt veränderte sich für immer. Monstergeschichten wie Godzilla in Japan, Helden wie der unglaubliche Hulk oder Spider-Man entstanden in den Vereinigten Staaten. Die Menschen träumten von einer Zukunft mit kostenlosem Strom und fürchteten gleichzeitig die allgegenwärtige Bedrohung durch nukleare Vernichtung. Diese Ängste und Träume kamen zusammen, um vielleicht eine der interessantesten Technologien zu schaffen, die während des Kalten Krieges entwickelt wurde. Nuklear betriebene Flugzeuge. Die Forschung und Entwicklung der Kernenergie konzentrierte sich während des Zweiten Weltkrieges auf seine Bewaffnung. Mit dem Ende des Krieges begannen die Vereinigten Staaten nach Wegen zu suchen, die Kraft des Atoms zu nutzen, um den wachsenden Energiebedarf zu stillen. Die Atomenergiekommission wurde 1946 mit dem ausdrücklichen Zweck der Kommerzialisierung dieser neuen Technologie gegründet. Und nur ein Jahr später investierte die US Air Force $10 Millionen in die Untersuchung der Machbarkeit der Nutzung dieser Energie für den Antrieb ihrer Langstreckenbomber. In einer Ära, in der die Betankung im Flug und die Interkontinentalraketen noch nicht perfektioniert waren, war die Technologie bahnbrechend. Mit nur wenig Treibstoff könnte ein Bomber unbegrenzt fliegen. Man wäre in der Lage, jeden Punkt eines feindlichen Gebietes zu erreichen. Eine allmächtige Bedrohung für jeden Berater. Trotz der offensichtlichen Gefahren der Kombination dieser beiden Technologien waren die Möglichkeiten zu verlockend. Von 1948 bis 1951 konzentrierte sich die Forschung auf ein Mittel, um die durch die Kernspaltung erzeugte Energie auf einen Antrieb zu übertragen. Wärmeenergie wird durch Kernspaltung gewonnen. Wenn Uran mit einem Neutron beschossen wird, nimmt es dieses Neutron in seinem Kern auf, was starke Vibrationen verursacht, die das Atom auseinanderreißen und Wärme, zusätzliche Neutronen und neue leichtere Atome erzeugen. Aber die Summe der Produkte dieser Aufspaltung ist leichter als das ursprüngliche Atom. Ein experimenteller Beweis für Einsteins bahnbrechendes Dokument von 1905, das die Welt der Energie- und Massenbeziehung durch die Gleichung E = mc² lehrt. Die Energie, die durch eine einzelne Uranspaltungsreaktion freigesetzt wird, ist mit 200 Millionen Elektronenvolt winzig. Aber entscheidend ist, dass Uran zusätzliche Neutronen produziert, wenn es sich spaltet, was eine Kettenreaktion ermöglicht. Für sehr wenig Eingangsenergie können wir also eine enorme Menge an kinetischer Energie als Output in Form von Wärme erhalten. Wenn kontrolliert, kann uns diese Reaktion Energie geben, um Wasser zu erhitzen und um unsere Dampfturbinen anzutreiben. Eine unkontrollierte Reaktion erfolgt beim Zünden einer Atombombe. Experimente begannen hier im Idaho National Ingenieur- und Umweltlabor. HTRE steht für Heat Transfer Reactor Experiments. Sie experimentierten mit Motoren und Turbinen, um die effizienteste Lösung für das Transformieren von Wärmeenergie in Schub zu finden. Sie entwickelten schließlich den HTRE-3. Bestehend aus zwei modifizierten elektrischen J47-Motoren, würde der HTRE-3 sowohl Antrieb als auch Kühlung beim Betrieb leisten. Luft wird von einem Unterdruckkompressor durch den Reaktorkern geleitet, wo sie sich erhitzt und ausdehnt. Diese Luft wird dann durch die Hochdruckturbine gedrückt, um Leistung und Schub zu liefern. Da die Luft zum Kühlen benötigt wurde, musste der Motor mit traditionellen Brennstoffquellen gestartet werden, um die Luft durch die Kühlsysteme des Reaktors strömen zu lassen. Sobald ein ausreichender Luftstrom erreicht wurde, konnte der Reaktor ans Netz gehen. Der Motor war mit einer Temperaturkontrolle und einem Thermoelement ausgestattet, welches Messdaten an ein Modul weiterleitete, um ein automatisches, chemisches Brennstoffventil zu steuern, damit die Wärme des Kernreaktors hinzugefügt oder abgeleitet werden konnte. Der HTRE-3 lief mehrfach erfolgreich, es gab aber noch einige Probleme zu lösen. Zwei der größten Probleme unter diesen waren eine effiziente Energieübertragungsmethode und das Austreten radioaktiver Abgase an die Umwelt. Dies war eine offene oder direkte Zykluskonfiguration, wo die Luft direkt zum Kühlen des Reaktorkerns verwendet wurde. Diese Konfiguration war ein einfacherer Aufbau, es waren keine zusätzlichen Pumpen innerhalb des Kernkraftwerks erforderlich, sodass die Programmmanager von General Electric diesen Plan bevorzugten. Jedoch führte diese Konfiguration dazu, dass die Luft durch den hochradioaktiven Kern kontaminiert und anschließend ins Freie geleitet wurde. Offensichtlich keine ideale Situation. Das Programm hatte tatsächlich die Schaffung des allerersten Schmelzsalzkernreaktors durch das ARE oder Aircraft Reactor Experiment forciert.
Dies war stattdessen ein geschlossenes Kreislaufsystem, bei dem ein geschmolzenes Urantetrafluoridsalz als Brennstoff verwendet wurde, während ein sekundärer geschlossener Kreislauf mit geschmolzenem Salz als Kühlmittel ohne Uran betrieben wurde. Das Kühlmittel passierte einen Flüssigkeitsluft-Wärmetauscher zum Antrieb der Turbine. Dies führte zu radikal reduzierten, radioaktiven Abgasen, erforderte jedoch mehr Rohrleitungen, um die Flüssigkeiten in den beiden inneren geschlossenen Kreisläufen zirkulieren zu lassen, und zu einem geringeren Wirkungsgrad, da ein zusätzlicher Wärmeübertragungsschritt hinzugefügt wurde, wo mehr Wärme über die Rohrleitungen an die Umgebung verloren geht. Diese Methode wurde nie mit einer Turbine getestet, war aber der früheste Vorfahre der Thoriumreaktoren, die aufgrund ihres Potenzials, billige und sichere Kernenergie bereitzustellen, eine große Nachfrage fanden. Dennoch wurde die Forschung und Finanzierung für diese Technologie nach und nach eingestellt. Hätte man dieses Programm weiterentwickelt, hätten diese Thoriumflüssigsalzreaktoren später wahrscheinlich jeden Bomber angetrieben, wenn die Probleme mit dem Gewicht überwunden worden wären. Dieses Energiegewichtsproblem war eines der Hauptgründe, die die Wissenschaftler blockierten. Während Kernenergie dauerhafte Energie liefern kann, ist ihre Leistung, die pro Zeiteinheit bereitgestellt wird, nicht unendlich. Nuklearreaktoren wie diese haben maximale Leistungseinstellungen, begrenzt durch die Wärme, die das Kühlsystem aufnehmen und abtransportieren kann, bevor es schmilzt und somit den Reaktor und seine Kontrollmechanismen beschädigt. Dies machte es schwierig, einen Reaktor zu konstruieren, der ausreichend Energie liefern kann, um Düsentriebwerke mit genügend Schub anzutreiben, um das gigantische Gewicht des Reaktors nebst des kompletten Flugzeuges abheben zu lassen. Das Gewicht des HTRE-3 betrug etwa 45 Tonnen und konnte bis zu 35 Megawatt Wärmeleistung erzeugen. Viel zu groß und schwer und knapp unter den 50 Megawatt thermischer Leistung, die für eine flugtaugliche Stromquelle vorgesehen war. Der HTRE-3 enthielt eine entfernbare Strahlungsabschirmung, bestehend aus einem Edelstahlmantel mit einem von Wasser umgebenen Bleikern. Es waren aber weitere Tests erforderlich, um eine brauchbare Abschirmung für ein Flugzeug zu entwerfen. Hierzu hat Convair eine B-36 modifiziert und in NB-36H Crusader umbenannt. Die B-36 war das einzige Flugzeug im Arsenal der Vereinigten Staaten, das in der Lage war, mit einem massiven Kernreaktor, inklusive Abschirmung, Kühlmittel und den dazugehörenden Systemen, zu starten. Die B-36 wurde mit einem kleinen 1 Megawatt Reaktor, der als ASTR oder Aircraft Shield Test Reactor bezeichnet wurde, ausgestattet. Dieser Testreaktor wurde kurz vor dem Start aus einem abgeschirmten, unterirdischen Depot gehoben und im Bombenschacht der B-36 montiert. Ein Flugzeug könnte niemals so viel Blei transportieren, welches benötigt wäre, um jede Stelle des Reaktors genügend abzuschirmen. Also wurde bei diesem Flugzeug das Shadow Shielding, zu Deutsch die Schattenabschirmung, getestet, die hauptsächlich die Besatzung und die Instrumente im Cockpit abschirmen sollte. Die Abschirmung für den Reaktor wurde mit Wassertanks realisiert, die befüllt oder entleert werden konnten, um es den Nuklearingenieuren an Bord zu ermöglichen, die Mindestwassermenge abzuschätzen, die zum Schutz der Flugzeugbesatzung und der Instrumente benötigt wurde, da nur ein 5 Tonnen schweres und 13 cm dickes Bleischild zwischen Reaktor und Mannschaftsraum Platz fand. Darüber hinaus war der Mannschaftsraum ein 11 Tonnen schwerer, mit Blei und Gummi abgeschirmter abnehmbarer Abschnitt. Die Bleiglasfenster waren 30 cm dick. Ebenfalls wurde ein extra installiertes Monitoring-System verwendet, um den Reaktor zu überwachen. Das Flugzeug wurde mit Lufthutzen weiter modifiziert, um mehr Luft in das Kühlmittelsystem zu leiten, das die Wärme mit dem internen geschlossenen Wasserkühlmittelkreislauf austauschen würde, um dann die Wärme nach außen zu leiten. Die Crusader absolvierte am 17. September 1955 ihren Jungfernflug. Der Testreaktor versorgte die Triebwerke nicht mit Energie, dennoch hob das Flugzeug insgesamt 47 Mal für Testflüge ab, die ausschließlich fernab jedweder menschlichen Zivilisation stattfanden. Das Flugzeug wurde zu jeder Zeit von einer B-50 begleitet, an die Sensoren befestigt wurden, um die ausgestoßene Luft auf Strahlung zu messen, die vom Reaktor und dem Luftkühlsystem emittiert wurden. Es war auch ein Team von Marinesoldaten an Bord, das bereit war, mit dem Fallschirm abzuspringen, um bei Bedarf die Absturzstelle zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vereinigten Staaten der Vorreiter der nuklearen Antriebstechnologie für Flugzeuge und sie hätten die Technologie wahrscheinlich auch so weit entwickeln können, um ein atomgetriebenes Flugzeug zu produzieren. Dazu kam es aber nicht. Am 18. November 1958 erlitt der HTRE-3-Motor eine Kernschmelze, da eine Fehlfunktion der Temperatursensoren dafür sorgte, dass eine niedrigere Temperatur gemessen wurde, die das Zurückziehen der Kontrollstäbe verhinderte. Dies könnte der Anstoß gewesen sein, dass sich die US-Regierung über den Sinn und der Gefahr einer mobilen Kernschmelze Gedanken machte. Darüber hinaus wurde mit der Weiterentwicklung der Luftbetankung und Interkontinentalraketen diese Technologie komplett überflüssig. Präsident Kennedy erklärte schließlich das Programm im Jahre 1961 nur einen Monat nach Beginn seiner Präsidentschaft für beendet. Schluss mit der verrückten Idee. Diese Hysterie und die Angst vor Luftangriffen hat die Menschen dazu gebracht, erstaunliche böse und dumme Dinge zu tun.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Weitere interessante Fakten werden folgen.